Liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch herzlich ein, mit mir diese tolle Jacke mit Wow-Effekten zu häkeln. Ich zeige euch im Video die Version mit der bunten Wolle. Die elegante Version aus Bobbelwolle habe ich nur ein wenig abgewandelt. Sie hat statt langen Ärmeln 3/4 Ärmel und statt 5 Knöpfen nur einen Knopf und keine aufgesetzten Taschen wie die sportlichere Variante. Das Grundgerüst ist aber genau gleich. Die elegante Version der Jacke habe ich aus 2 Bobbeln gemacht und ihr findet im Video schriftliche Hinweise, wie ich das mit dem Farbverlauf gemacht habe. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Für diese Jacke verwende ich die Korsika von Gründel. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 246 Meter Lauflänge. Und das ist die Farbe Nummer 20 und ich verwende eine Häkelnadel Nummer 4. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle 2 Luftmaschen und dann drehe ich mir die erste ein bisschen um, sodass ich hier einstechen kann. Steche ein, hole den Faden durch, häkle zunächst eine Luftmasche, das heißt ich masche nur einen Faden ab und dann eine feste Masche und steche hier in diesen Querfaden wieder ein, also ein bisschen rückwärts. Hier steche ich wieder ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann eine feste Masche sozusagen. Steche wieder rückwärts in dieses Maschenglied ein, hole den Faden durch, masche einen Faden ab und dann den zweiten Faden. Es geht hier ein bisschen rückwärts, den Faden durchholen, zuerst einen Faden abmaschen und dann die restlichen 2. So erhalten wir einen elastischen Anschlag. Das ist die Anzahl der Maschen. Hier oben müsst ihr die zählen, also eigentlich unten. Und ich mache jetzt circa 60 cm und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ungefähr 60 cm erreicht und wir brauchen eine Anzahl an Maschen, die durch 6 teilbar ist, plus am Ende noch 4 dazu, weil ich habe 88 solche festen Maschen gemacht. 84 ist durch 6 teilbar, plus 4 dazu, gibt 88 und ich schreibe euch dann andere Möglichkeiten unten hin. Und wenn ihr eure Maschenzahl erreicht habt, beziehungsweise eure Zentimeter, dann drehen wir uns das Ganze herum und wir arbeiten hier, wo wir schöne Maschen haben. Hier beginnen wir und ich arbeite in halben Stäbchen und ich mache das immer so. Ich mache eine lockere Luftmasche, um in die Höhe zu kommen und mache gleich in die allererste Masche schon ein halbes Stäbchen, hole also einen Umschlag,
steche in die erste Masche ein, mache ein halbes Stäbchen und bei der Anzahl, die ich habe, nämlich 88, häkle ich 14 halbe Stäbchen. Die anderen Zahlen schreibe ich euch unten hin. Und wenn ich die 14 halben Stäbchen gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder und macht sie nicht zu klein. Also ich hole immer den Faden etwas herauf und masche dann ab. Also etwas den Faden heraufziehen und dann abmaschen. So erhaltet ihr schöne halbe Stäbchen und ihr könnt auch gut den Faden durchholen. Und ich mache 14 Stück und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe 14 halbe Stäbchen gemacht und jetzt kommt eine Zunahme und dazu machen wir in die nächste feste Masche 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, alle in eine Masche. Jetzt folgen wieder dieselbe Anzahl an halben Stäbchen wie vorhin, also bei mir wieder 14 und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe dieselbe Anzahl halbe Stäbchen gemacht wie vor der Zunahme, also bei mir wieder 14 und jetzt folgen wieder 3 halbe Stäbchen in eine Masche. Das ist eine Zunahme und jetzt folgt die doppelte Anzahl an halben Stäbchen wie hier und hier. Bei mir sind das 28 und die anderen Zahlen schreibe ich euch unten hin. Und wenn ich zur nächsten Zunahme komme, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe 28 halbe Stäbchen gemacht. Jetzt kommen wieder 3 in eine Masche. Und jetzt folgen bei mir wieder 14 halbe Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Jetzt kommt also die 4. Zunahme. Wieder 3 halbe Stäbchen in eine Masche. Und jetzt müssen bei mir 14 wieder übrig bleiben, genau wie am Anfang, dieselbe Anzahl und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, das Ganze sieht jetzt so aus, wir haben 4 Ecken erhalten, hier habe ich 14, hier 14, hier die doppelte Anzahl und hier 14 und hier 14 und die anderen Zahlen habe ich euch unten hingeschrieben. Und jetzt wenden wir die Arbeit und ich beginne immer mit einer Luftmasche und häkle gleich in das erste halbe Stäbchen und jetzt häkeln wir bis zur ersten Zunahme und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 14 halbe Stäbchen gehäkelt, so wie in der Vorrunde und hier sind die 3, die wir in eine Masche gemacht haben und hier schaut ihr am besten immer unten, welche 3 hier in einer Masche sind. Das erste wird ganz normal behäkelt mit einem halben Stäbchen, so dass wir jetzt hier 1 mehr haben.
Und dann ins mittlere halbe Stäbchen kommen wieder 3 halbe Stäbchen. Und dann kommen wieder lauter halbe Stäbchen und hier kommt auf dieser Seite eins dazu und auf dieser Seite. Das heißt, bis zur nächsten Zunahme, also bis zum mittleren halben Stäbchen der nächsten Zunahme, ergeben sich 2 halbe Stäbchen mehr. Bei mir sind das dann 16. Ich häkle also wieder bis zur nächsten Zunahme. Und wie gesagt, hier immer unten schauen, da erkennt man es gut, welche 3 zusammengehören. Das erste ganz normal behäkeln mit einem halben Stäbchen und ins mittlere dieses Dreiergrüppchens kommen 3 halbe Stäbchen und das dritte wieder ganz normal behäkeln. Und so machen wir das mit allen Zunahmen, die kommen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ganz wichtig, am Ende der Reihe müsst ihr das Häkelteil ganz ein wenig kippen und in diese allerletzte Masche ebenfalls noch ein halbes Stäbchen hineinmachen. Und wir haben jetzt zum Verständnis, hier habe ich jetzt 2 mal 15, hier sind 16 und hier sind 30. Also die Vorderteile zusammengezählt sind gleich viele Maschen wie das Rückenteil. 2 mal 15 ist 30 und hier sind jetzt auf beiden Seiten statt 14 16 Maschen. Und ich mache noch eine Reihe mit euch. Im Prinzip geht es jetzt immer genau gleich weiter. Immer bei allen 4 Ecken ins mittlere halbe Stäbchen kommen immer 3 halbe Stäbchen und die Maschenzahl wird immer mehr. Bei den Randteilen kommt immer eine dazu und bei den Zwischenteilen kommen immer 2 Maschen dazu. Und ich zeige euch noch einmal bei der Zunahme. Also in dieser Runde komme ich jetzt schon auf 16 halbe Stäbchen. Das erste dieser 3 ist ein normales halbes Stäbchen und immer ins mittlere kommen 3 und wie ihr seht, man erkennt es am besten, wenn man unten schaut, welche 3 zusammengehören, oder ihr macht euch immer ins mittlere halbe Stäbchen einen Maschenmarkierer hinein, wenn ihr euch unsicher seid. Und das machen wir jetzt wieder bei jeder Zunahme so. Und dann sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Kommen zurück. Ich zeige euch noch einmal das Ende der Reihe. Hier ist es ganz wichtig, dass wir auch das letzte halbe Stäbchen nicht vergessen, und wenn man das ein bisschen kippt, dann sieht man die Masche, die zu behäkeln ist. Und jetzt sieht das Ganze so aus.
Hier ist das Rückenteil, die beiden Vorderteile und die Ärmel, und ihr macht die Passe so lang, bis dieses Teil hier von Ecke zu Ecke etwas mehr hat als eure halbe Oberweite. Also ich würde, da es sich um eine Jacke handelt, bei einer Oberweite zum Beispiel von 100 cm würde ich die 50 machen plus 2 cm dazu, dass die Jacke auch weit genug wird, also nicht haargenau auf den Körper gemessen, sondern 2-3 cm mehr machen. Einfach immer gleich weitermachen, genau wie diese Reihe hier, immer weiter zunehmen an allen 4 Ecken hier, und bei mir wird es ungefähr bei einer Passenhöhe von 25 cm sein, aber das sage ich euch dann genau, wenn ich so weit gekommen bin, und für die anderen Größen schreibe ich euch das dann unten hin. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ca. 25 cm Passenhöhe erreicht. Dieses Maß ist aber nicht so wichtig, es dient jetzt nur zur Orientierung. Wichtig ist dieses Maß hier. Die die Vorderteile und das Rückenteil müssen mindestens eure halbe Oberweite plus 2 bis 3 cm mehr haben, damit die Jacke auch sicher weit genug wird. Und jetzt habe ich mir das so hingelegt, dass der Anfangsfaden hier links hängt und der Arbeitsfaden ist hier rechts. Die schöne Seite ist somit außen und ich habe mit einer Hinreihe geendet, und jetzt kommt also eine Rückreihe. Wenn es bei euch anders aussieht, macht ihr noch eine Reihe mehr, sodass das gleich aussieht wie bei mir. Also wie gesagt, der Anfangsfaden ist links und der Arbeitsfaden ist rechts, und jetzt verbinden wir sozusagen, also wir teilen die Ärmel ab, und dazu häkle ich wieder ganz normal in halben Stäbchen zurück, aber nur bis zur ersten Zunahme, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt das Vorderteil abgehäkelt, und zwar genau bis ins mittlere halbe Stäbchen der Vorreihe. Also ein halbes Stäbchen in diese Gruppe ins mittlere halbe Stäbchen, und dann lassen wir dieses Stück jetzt aus, nehmen uns die nächste Zunahme und häkeln auch hier ins mittlere halbe Stäbchen des Dreiergrüppchens ein halbes Stäbchen und häkeln wieder bis zur nächsten Zunahme, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt das Rückenteil hinüber gehäkelt und wieder bis ins mittlere halbe Stäbchen gehäkelt, und jetzt nehme ich mir den zweiten Ärmel und klappe ihn so zusammen. Also ihr müsst hier weiter häkeln, so zusammenklappen, dass die linke Seite oben ist, und wieder beim mittleren halben Stäbchen beginnen und dann das zweite Vorderteil zu Ende häkeln.
Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und wir haben jetzt auf beiden Seiten die Ärmel abgeteilt und jetzt häkeln wir eine Reihe mit halben Stäbchen und wir sehen uns beim Arm, also unter dem Arm, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen und hier seht ihr, eine Masche hängt so ein bisschen in der Luft, aber auch diese Masche behäkle ich ganz normal mit einem halben Stäbchen und auch auf der anderen Seite beim anderen Armloch genau gleich. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Hinreihe jetzt wieder fertig gehäkelt und auf der Rückreihe machen wir es folgendermaßen. Ich häkle jetzt zunächst 9 halbe Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und in das nächste, also in das 10. halbe Stäbchen, häkle ich 2 halbe Stäbchen, 2 in eine Masche, dann wieder 9 nebeneinander, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und in jedes 10. mache ich 2 halbe Stäbchen und das mache ich einfach die ganze Reihe gleich und das muss sich am Ende nicht genau ausgehen. Die restlichen halben Stäbchen dann einfach abhäkeln, also einfach so oft es sich ausgeht. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin mit der Reihe fertig. Wir haben jetzt einige Maschen zugenommen. Bei mir ist es sich so ausgegangen, hier ist die letzte Zunahme und hier habe ich jetzt noch 11 halbe Stäbchen. So ganz am Rand habe ich keine Zunahme mehr gemacht. Und jetzt häkeln wir über die neue Maschenzahl die Jacke bis zur gewünschten Länge hinunter. Ich werde sie circa 70 cm lang machen und zwar gemessen von der Schulter, also von der Schulter bis hinunter circa 70 cm. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Und den Faden dran lassen, nicht abschneiden. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt eine Gesamtlänge von der Schulter bis hinunter von ca. 70 cm erreicht und ich habe mir das wieder so hingelegt, dass hier der Anfangsfaden links hängt und der Arbeitsfaden rechts. Das heißt, es ist wieder die schöne Seite außen. Und ich habe wieder mit einer Hinreihe vorläufig geendet und jetzt häkeln wir die Blenden und den Kragen und dazu ist eine Vorbereitung nötig. Wir müssen ja auf beiden Seiten ungefähr gleich viele Maschen herausbekommen
Und damit das gelingt, würde ich Folgendes vorschlagen. Ihr messt dieses Stück ab, das Ganze. Bei mir sind das ungefähr 64 cm und ich würde sagen, wir teilen das in Abschnitte auf, also irgendwo bei 32 cm mache ich mir eine Markierung und dann wieder in der Hälfte, also bei 16 cm ungefähr. Also ich teile das Ganze in Abschnitte auf. Hier oben ebenfalls die Hälfte zwischen dem Rand und der Klammer ist bei mir 16. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 gleichmäßige Abstände erhalten. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite ebenfalls. Und jetzt häkeln wir aus diesem Rand halbes Stäbchen heraus und schauen, dass wir pro Abschnitt ungefähr dieselbe Anzahl heraushäkeln, damit wir dann auf der anderen Seite auf eine möglichst gleiche Anzahl kommen. Es ist schwierig, dies über dieses ganze lange Stück hinzubekommen. Und wie gesagt, ich häkle halbe Stäbchen zunächst bis hierher und dazu beginne ich mit einer Luftmasche und mache gleich möglichst nah am Rand das erste halbe Stäbchen und häkle dann in möglichst regelmäßigen Abständen jeweils ein halbes Stäbchen. Schaut, dass das Ganze möglichst flach wird. Nicht zu viele machen, dann wellt es sich, aber auch nicht zu wenige, dann zieht es sich zusammen. Es sollten die halben Stäbchen alle ungefähr gleich viel Platz haben und wie gesagt, das sollte flach werden. Und jetzt häkle ich bis zur ersten Klammer und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt bis zum ersten Markierer gehäkelt. Bei mir haben sich 28 halbe Stäbchen ergeben. Das kann bei euch aber auch anders sein. Jetzt entferne ich diesen Markierer und schaue, dass ich beim nächsten Abschnitt wieder auf dieselbe Anzahl komme und das machen wir Abschnitt für Abschnitt, bis wir hier oben beim Hals ankommen und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin am Halsrand angekommen und jetzt in die letzte Lücke hier mache ich, also ein halbes Stäbchen ist schon drin, da mache ich noch 2 weitere, damit wir gut um die Kurve kommen. Und dann häkle ich aus diesen Randmaschen hier heraus jeweils ein halbes Stäbchen und zwar bis wir hier zur Ecke kommen und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, das Ganze sieht jetzt so aus und hier ist die Ecke.
Hier seht ihr die Zunahmen, die wir gemacht haben. Und ich habe eine Masche davor geendet. Hier seht ihr dieses Grüppchen, diese erste Zunahme, und diese 3 mache ich als zusammen abgemaschte halbe Stäbchen. Dazu hole ich einen Umschlag, steche in die erste Masche ein, hole den Faden durch, hole jetzt keinen Umschlag, steche in die nächste Masche ein, hole den Faden durch, hole wieder keinen Umschlag und steche in die dritte Masche ein, hole den Faden durch. Jetzt haben wir 5 Schlaufen auf der Nadel und die masche ich gemeinsam ab. Und jetzt häkle ich wieder halbe Stäbchen bis zur nächsten Ecke und da sehen wir uns wieder und dann zeige ich euch das gleich noch einmal. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin bei der nächsten Ecke angekommen. Hier seht ihr wieder die Zunahmen und habe wieder eine Masche vorher geendet. Also hier ist dieses Dreiergrüppchen und genau darüber sind die 3 Maschen. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden durch die erste Masche durch, dann kein Umschlag, durch die zweite Masche den Faden holen und dann durch die dritte Masche. Wir haben 5 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab und häkeln in halben Stäbchen wieder weiter bis zur nächsten Ecke und dann zur übernächsten, und am Ende des Halsausschnittes sehen wir uns wieder und bei allen Ecken machen wir diese 3 zusammen abgemaschten halben Stäbchen. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt den Halsausschnitt behäkelt, 4-mal diese 3 zusammen abgemaschten halben Stäbchen gemacht und jetzt häkeln wir wieder die vordere Kante hinunter, genauso wie auf der anderen Seite. Ihr wisst eure Maschenzahl und macht es ganz genau gleich wie auf der anderen Seite. Und ganz wichtig, in die erste Masche häkeln wir wieder 3 halbe Stäbchen, 1, 2 und dieses dritte ist jetzt die erste Masche, die zu zählen ist. Bei mir waren es 28 bis zur Klammer und ab diese erste hier ist die Nummer 1 und dann häkle ich bis zur Klammer, also noch weitere 27 und dann häkle ich die ganze vordere Kante hinunter und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin jetzt einmal rundherum gekommen und jetzt häkle ich auf der Innenseite praktisch wieder zurück und zwar wieder bis zum Halsausschnitt und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin an der ersten Ecke angekommen, also beim Halsausschnitt oben, und hier haben wir ja 3 in eine Masche gemacht und hier behäkle ich das erste halbe Stäbchen ganz normal und ins mittlere mache ich wieder 3 halbe Stäbchen, damit wir eine schöne Ecke bekommen, und dann häkle ich über den Halsausschnitt ganz normal drüber, ohne Abnahmen in den Ecken, also einfach in jede Masche, die erscheint, kommt ein halbes Stäbchen, also in dieser Rückreihe machen wir keine Abnahmen und dann an der anderen Ecke wieder
3 in eine Masche, ins mittlere halbe Stäbchen und dann die andere Seite wieder hinunter. Hier komme ich zur Ecke, da häkle ich ganz normal drüber. Und wie gesagt, an der nächsten Ecke macht ihr das genau gleich wie hier und häkelt die andere Seite wieder hinunter und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und jetzt häkle ich wieder eine Hinreihe und zwar wieder bis zum Halsausschnitt und da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen, häkle wieder in die Ecke 3 halbe Stäbchen, das bleibt jetzt immer gleich, immer bei den Ecken und jetzt würde ich euch eine Anprobe empfehlen, um zu schauen, ob es beim Halsausschnitt noch Abnahmen braucht oder nicht. Und inzwischen häkle ich bis zur Ecke hinüber und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Ecke angekommen und ich mache noch weitere Abnahmen. Wie gesagt, hier müsst ihr selbst schauen, wie oft es das noch braucht. Und ihr seht hier das Dreiergrüppchen und die darüber liegenden 3 Maschen masche ich wieder gemeinsam ab. Ich hole also wieder einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, mache keinen Umschlag, hole den Faden bei der zweiten Masche durch und dann bei der dritten Masche und masche alle gemeinsam ab. Und das mache ich wieder bei allen 4 Ecken so. Und dann häkle ich wieder die Kante hinunter bei der Ecke am vorderen Rand wieder 3 Maschen, 3 halbe Stäbchen in eine Masche und wenn ihr wieder rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich habe die Reihe wieder fertig gemacht und jetzt häkle ich wieder eine Reihe Retour und hier müsst ihr nur bei den Ecken schauen, dass ihr wieder die 3 in eine Masche macht. Beim Halsausschnitt würde ich bei der Rückreihe keine Abnahme machen. Wir häkeln also einmal wieder herum und in der nächsten Reihe teilen wir dann die Knopflöcher ein. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin wieder hier unten angekommen. Die nächste Reihe ist wieder eine Hinreihe und wie gesagt, jetzt teilen wir die Knopflöcher ein. Ich habe schon Vorbereitungen getroffen und das erkläre ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Und zwar beginne ich mit der Einteilung der Knopflöcher immer oben an der Jacke. Und hier habe ich gleich nach der Kurve sozusagen neben dieser Zunahme eine Klammer angebracht und diese Klammer verdeckt genau 2 halbe Stäbchen. Dann habe ich 20 halbe Stäbchen heruntergezählt und wieder 2 mit einer Klammer zugedeckt, wieder 20 heruntergezählt und so weiter. Ich habe das Ganze 5 Mal gemacht. Ihr könnt natürlich auch nur ein Knopfloch machen oder 3 oder wie es euch gefällt. Das ist nur ein Vorschlag. Bei mir sind jetzt hier ca. 13 cm Abstand, nur zur Orientierung. Und jetzt häkle ich zunächst bis zur ersten Klammer.
Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin bei der ersten Klammer angekommen. Nehme jetzt die Klammer weg. Häkle 2 Luftmaschen. Überspringe 2 halbe Stäbchen und häkle wieder bis zur nächsten Klammer. Und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus und ich nehme auch die nächste Klammer heraus, häkle 2 Luftmaschen und überspringe 2 und häkle in halben Stäbchen weiter. Und das mache ich mit allen Knopflöchern so, beziehungsweise mit allen Klammern, und am Halsausschnitt oben sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt alle 5 Knopflöcher eingearbeitet und was ich noch sagen wollte, ich habe hier schon immer mitgezählt. Bei mir sind es immer 20 halbe Stäbchen zwischen den Knopflöchern. Die Zahl kann bei euch anders sein, aber ich würde schon auch immer mitzählen, damit die Abstände auch wirklich korrekt sind. Und hier oben habe ich wie immer in die Ecke, an der Ecke 3 halbe Stäbchen in eine Masche gemacht. Und hier müsst ihr, wie gesagt, immer schauen, braucht ihr noch Abnahmen oder braucht ihr keine mehr. Ich werde noch einmal Abnahmen machen, aber wie gesagt, schaut, dass der Halsausschnitt nicht zu eng wird, und wenn es keine mehr braucht, dann häkelt ihr einfach halbe Stäbchen ohne Abnahmen drüber. Und ich häkle jetzt einmal hinunter und dann wieder retour bis zum ersten Knopfloch. Bei der Hinreihe, wie gesagt, schauen, ob es noch Abnahmen braucht. Bei der Rückreihe machen wir ja sowieso keine. Nur hier immer an den Ecken, die bleiben immer gleich. Und wenn ihr wieder hier beim Knopfloch angekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin beim obersten Knopfloch angekommen, häkle bis zum Knopfloch hin und jetzt diese letzte Masche hier, die hängt schon ins Knopfloch hinein. Da würde noch ein halbes Stäbchen hineingehören. Da ich aber etwas größere Knöpfe verwende, mache ich stattdessen 3 halbe Stäbchen in die Öffnung hinein, also statt 2, 3, damit die Maschenzahl wieder stimmt, und dann geht es bis zum nächsten Knopfloch weiter und einfach in jedes Knopfloch 3 halbe Stäbchen häkeln. Ich zeige es euch noch einmal. Bis zum Knopfloch hin und dann 3 in die Lücke. 1, 2, 3. Und das machen wir mit allen Knopflöchern so. Und dann sehen wir uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin
mit der Kante fertig. Und jetzt mache ich noch eine Hinreihe und eine Rückreihe, wie gehabt. Bei der Hinreihe wieder schauen, ob es noch Abnahmen braucht oder nicht. Und wenn ihr diese 2 Reihen gemacht habt und wieder hier angekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe eine Hin- und eine Rückreihe gemacht, bin wieder hier unten angekommen und jetzt häkeln wir um die ganze Jacke herum eine Reihe mit Krebsmaschen. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und steche rückwärts, also ich behäkle jetzt den unteren Rand der Jacke, steche rückwärts in die nächste Einstichstelle ein, hole den Faden durch, habe jetzt 2 Schlaufen auf der Nadel und da ziehe ich den Faden durch, häkle wieder eine Luftmasche und häkle rückwärts sozusagen feste Maschen. Zunächst müssen wir über diesen Rand drüber, also nicht zu eng beieinander machen. Immer dazwischen eine Luftmasche und eigentlich sind es feste Maschen, nur rückwärts gehäkelt. Und jetzt kommen wir schon zu den halben Stäbchen und da mache ich es so, dass ich immer in jedes zweite halbe Stäbchen so eine Krebsmasche häkle. Wie gesagt, dazwischen immer eine Luftmasche. Und ich mache das Ganze nicht zu fest. Und ich mache jetzt einmal die untere Kante und an der Ecke, an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus und wie gesagt, schaut, dass das nicht zu fest ist. Und bei den Ecken müsst ihr schauen, da müsst ihr öfter einstechen. Also schauen, dass ihr gut um die Kurve kommt und hier müsst ihr da ein bisschen enger arbeiten, damit sich die Ecke nicht aufstellt. Und wenn ihr um die Ecke herum seid, dann könnt ihr wieder in jedes zweite halbe Stäbchen arbeiten. Also bei allen Ecken die Stiche dichter beisammen machen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin einmal komplett rundherum gekommen mit den Krebsmaschen und jetzt habe ich am Ende noch eine Luftmasche gehäkelt und jetzt schneide ich den Faden ab, ziehe ihn durch und jetzt könnt ihr das schön hinten hinnähen, dass das genau gleich aussieht und man keinen Übergang sieht. Und jetzt werde ich inzwischen einmal die Knöpfe annähen und dann werde ich den ersten Ärmel für mich allein einmal vorbereiten, um zu sehen, wie wir es am besten machen können. Und den zweiten Ärmel mache ich dann mit euch natürlich gemeinsam. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe inzwischen die Knöpfe angenäht und einen Ärmel einmal vorbereitet. Der sieht so aus.
Und jetzt zeige ich euch, wie ich das immer mache. Also die Jacke lasse ich so, wie sie ist, auf der schönen Seite, also mit der schönen Seite außen. Und ich tue jetzt mal so, als ob dies der erste Ärmel wäre. Und ich mache mir immer Notizen, damit ich den zweiten Ärmel genau gleich hinbekomme wie den ersten. Ich habe mir einfach hingeschrieben Ärmel, dann hier Reihe und hier Maschenzahl. Und wir beginnen mit Reihe 1. Und bei euch kann natürlich die Maschenzahl anders sein wie bei mir. Und deshalb empfehle ich euch, das auch so zu machen. Dann wird der zweite Ärmel ganz genau gleich. Und jetzt beginne ich unter dem Arm, ziemlich weit unten, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, den Faden häkle ich nicht mit ein, denn sollte hier ein kleines Löchlein entstehen, könnt ihr das mit diesem Faden dann schließen. Und dann steche ich noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen auch wieder in die gleiche Öffnung hinein und häkle dann lauter halbe Stäbchen, bis ich wieder hier ankomme, hier unten, und diese Maschenzahl, die ich jetzt erreiche, also ich zähle jetzt die halben Stäbchen mit, die schreibe ich mir dann auf. Das zeige ich euch nachher gleich. Jetzt häkle ich einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder unter dem Arm angekommen und in dieser ersten Reihe hier schließe ich in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde. Nachher machen wir das etwas anders, also in den Kopf des ersten halben Stäbchens, und bei mir haben sich 74 halbe Stäbchen ergeben und diese Zahl, die schreibe ich mir jetzt hier auf, und in den nächsten Reihen, jetzt kommt die Reihe 2, da sollte sich jetzt immer eine Masche weniger ergeben, und das machen wir folgendermaßen. Zunächst häkle ich eine Luftmasche und wende dann die Arbeit. Ich wende deswegen, weil wir dann hier dieselbe Rippenstruktur bekommen, also beim Ärmel gleich wie bei den Vorderteilen und Rückenteilen, und damit wir eine gerade Naht erhalten und sich das Ganze nicht verschiebt in eine Richtung. Also noch einmal. Also schließen, eine Luftmasche häkeln und dann wenden. Und dann häkeln wir in den nächsten Maschenkopf. Also ihr braucht nicht oder ihr sollt nicht in diese kleine Masche einstechen, sondern in die nächste schöne große Masche einstechen und wieder halbe Stäbchen Retour häkeln, am besten wieder mitzählen, und am Ende der Reihe oder Runde sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder unter dem Arm angekommen und bis hierher sind es jetzt 73 halbe Stäbchen. Auch das schreibe ich mir auf.
Und jetzt schließe ich nicht in diesen ersten Maschenkopf hier, der noch so ein bisschen schräg liegt, sondern erst in den zweiten, der ganz horizontal liegt. Also dieses Stück hier überspringen und hier oben in die erste Masche schließen, die komplett horizontal verläuft, mit einer Kettmasche, dann eine Luftmasche und das Ganze wieder wenden und wieder in diesen ersten schönen Maschenkopf beginnen. Und diesmal müssten sich bei mir wieder ein halbes Stäbchen weniger geben, also bei mir 72. Und wir sehen uns am Ende der Runde nochmals wieder. Dann zeige ich euch das noch einmal. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen und wie erwartet haben sich jetzt 72 Stäbchen, halbe Stäbchen ergeben, also eins weniger. Und so mache ich das Reihe für Reihe weiter. Ich zeige euch noch einmal das Schließen. Ihr seht hier die Luftmasche und hier das erste halbe Stäbchen, das noch so ein bisschen schräg hängt. Und hier oben ist das erste, das waagrecht verläuft, und in dieses schließen wir, häkeln eine Luftmasche und wenden das Ganze wieder. Und in der nächsten Reihe immer beim ersten größeren Maschenkopf, also in einem vollständigen Maschenkopf, beginnen und wieder Retour häkeln, und wir sehen uns am Ende der Runde nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Diesmal hat sich wieder ein halbes Stäbchen weniger ergeben, nämlich 71, und ich schließe wie gewohnt in diese erste horizontale Masche zur Runde und dann immer eine Luftmasche und dann wenden. Und am besten immer, bevor ihr die Arbeit zwischendurch weglegt, ein paar Maschen noch machen, dann wisst ihr, in welcher Richtung ihr gerade unterwegs seid. Das Ganze sieht dann so aus, und jetzt habe ich das so gemacht, dass ich von hier unter dem Arm gemessen habe ich circa 25 cm so weitergemacht, und hier für dieses Muster brauchen wir eine Maschenzahl, die teilbar ist durch 6 plus eine noch dazu. Das zeige ich euch dann, wenn wir soweit sind. Ich habe hier in der letzten Reihe noch 49 halbe Stäbchen, also 48 ist durch 6 teilbar und eine noch dazu. Bei euch kann die Maschenzahl auch anders sein. Ich schreibe euch verwendbare Zahlen unten hin, und diese 25 cm sind nur ungefähr. Viel wichtiger, also das können auch 23 oder 27 sein. Wichtig ist, dass wir hier dann eine passende Maschenzahl haben für dieses Stück, und mit diesem Stück bestimmt ihr dann die endgültige Länge des Ärmels. Und jetzt macht ihr genauso weiter, in jeder Reihe eine Masche abnehmen, und wie gesagt, ich schreibe euch passende Zahlen unten hin. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt den Ärmel ca. 25 cm hinuntergehäkelt, und zu eurer Orientierung,
Die Breite des Ärmels ist bei mir circa 15 cm jetzt, aber das probiert ihr am besten an eurem eigenen Arm aus, wie weit ihr das haben wollt und wie lang. Die Notizen habe ich konsequent weitergeführt und ihr könnt mir glauben, das ist enorm hilfreich für den zweiten Ärmel. Bei euch sieht das dann natürlich etwas anders aus, aber wie gesagt, es ist eine große Hilfe. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Bündchenmuster und das zieht ein bisschen noch zusammen. Und dazu, also wie gesagt, ich habe jetzt im Moment 49 halbe Stäbchen gehäkelt, schließe auch diese letzte Runde in die horizontale Masche und das bedeutet, in der nächsten Runde habe ich 48 Maschen zur Verfügung und diese Zahl ist durch 6 teilbar. Und ich muss jetzt noch einmal wenden, ihr vielleicht nicht, ihr könnt euch auch auf der Vorderseite schon befinden. Ich häkle jetzt 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und wende die Arbeit und ab jetzt häkeln wir nur noch auf der schönen Seite. Also wie gesagt, vielleicht müsst ihr gar nicht wenden, weil ihr euch schon auf der Vorderseite befindet. Auch dann einfach diese 3 Luftmaschen häkeln, dann hole ich einen Umschlag, lasse 2 Maschen aus und in die dritte Masche, die kommt, häkle ich so ein Grüppchen von 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Dann lasse ich wieder 2 Maschenköpfe aus und häkle in die dritte Masche ein einzelnes Stäbchen. Dann wieder 2 auslassen und ein Grüppchen häkeln. Ein Grüppchen besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, alles in eine Masche. 2 auslassen, ein einzelnes Stäbchen häkeln. Das sieht so aus, wir haben hier das Ersatzstäbchen, in jede dritte Masche so ein Grüppchen, beziehungsweise ein einzelnes Stäbchen, ein Grüppchen, ein einzelnes Stäbchen, immer 2 auslassen, ein Grüppchen häkeln, also 2 Stäbchen, zwei Luftmaschen, 2 Stäbchen, 2 auslassen, ein einzelnes Stäbchen und so weiter. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und es muss sich so ausgehen, dass am Ende ein Grüppchen kommt. Dann bleiben 2 Maschenköpfe übrig. Dieser hier ist schon besetzt mit dem Ersatzstäbchen. 2 bleiben übrig und wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Und die Reihe, die jetzt kommt, ist die Musterreihe, die sich jetzt ständig wiederholt. Und zwar, die beginnt mit 3 Luftmaschen,
als Ersatz für ein Stäbchen. Jetzt folgt eine Gruppe in die Gruppe hinein, wieder mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann das einzelne Stäbchen häkeln wir als Reliefstäbchen von vorne, einen Umschlag, wir stechen vor dem Stäbchen in die Lücke ein und bei der anderen Lücke wieder heraus, holen den Faden durch, ziehen ihn etwas in die Länge und häkeln dann ein Stäbchen. Jetzt folgt wieder eine Gruppe mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und wieder einen Umschlag holen, um das Stäbchen herumstechen, den Faden durchholen und etwas hochziehen und dann ein Stäbchen häkeln. Eine Gruppe, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und ein Reliefstäbchen von vorne. Das Ganze sieht dann so aus. Hier entstehen die Stege und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und die Reihe schließt immer in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und jetzt wieder mit 3 Luftmaschen beginnen. Und jetzt geht das immer so weiter. Alle weiteren Runden sind vollkommen identisch mit der 2. Runde. Immer ein Grüppchen und ein Reliefstäbchen von vorne und so weiter. Hier entstehen diese schönen Stege. Hier können wir das nicht machen bei den Ersatzstäbchen, aber die sind hier innen. Und ich habe zu eurer Orientierung 12 solche Reihen gemacht. Bei euch kann das aber auch anders sein. Das müsst ihr einfach anprobieren. Und ich häkle jetzt meine 12 Reihen hinunter und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe 12 Reihen Muster gehäkelt und bei mir sieht das jetzt so aus. Hier habe ich ca. 25 cm und hier ca. 17, aber wie gesagt, das probiert ihr an euch selber aus. Und jetzt häkle ich eine Reihe feste Maschen. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle gleich in das Ersatzstäbchen eine feste Masche, dann auf jedes Stäbchen eine feste Masche und ich häkle 2 feste Maschen in die Lücke, je 2 auf die Stäbchen, auch auf dieses Reliefstäbchen eine feste Masche und in die Lücken mache ich 2, sodass wir einen leicht gewellten Rand erhalten. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe fertig mit der Runde und schließe mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche,
häkle eine Luftmasche und häkle jetzt wieder Krebsmaschen zurück. In die nächste feste Masche kommt die erste Krebsmasche, eine Luftmasche und dann in jede zweite feste Masche eine Krebsmasche, genau wie wir es beim Rand der Jacke auch gemacht haben. Eine immer auslassen und in jede zweite kommt eine Krebsmasche, dazwischen immer eine Luftmasche, und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe rundherum gekommen und schaue, dass ich möglichst nah zum Beginn komme mit der letzten Krebsmasche. Zur Runde schließen brauchen wir hier nicht. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und das wird schön hingenäht. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns gleich bei den Taschen wieder. Bis gleich. Für die Taschen beginne ich mit einer Anfangsschlinge, häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und schließe mit einer Kettmasche zum Ring. Häkle 3 Luftmaschen, die zählen bereits als erstes Stäbchen, und häkle in den Ring hinein 11 weitere Stäbchen, sodass wir dann insgesamt 12 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen jetzt 12 Stäbchen im Ring und schließe mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde und häkle eine weitere Kettmasche zwischen die 2 Stäbchen, also in die Lücke zwischen die beiden Stäbchen hinein. Häkle 3 Luftmaschen und in dieselbe Lücke 2 zusammen abgemaschte Stäbchen, also ein Umschlag, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, Umschlag holen, in dieselbe Lücke einstechen, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen und dann alle gemeinsam abmaschen. Und 2 Luftmaschen als Abstand, und in jede weitere Lücke kommen jetzt 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, ein Umschlag, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, alle gemeinsam abmaschen, 2 Luftmaschen und immer zwischen die Stäbchen hinein, immer 3 zusammen abgemaschte Stäbchen und als Abstand 2 Luftmaschen, und es müssen sich genau 12 Grüppchen ergeben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 12 solche Grüppchen und es muss genau stimmen, sonst geht sich das später nicht aus, wenn wir aus dem Kreis ein Quadrat machen. Am Ende noch 2 Luftmaschen als Abstand und dann schließe ich hier oben in diese größere Masche mit einer Kettmasche zur Runde und häkle eine Kettmasche in die Lücke zwischen den beiden Grüppchen. Ziehe jetzt den Faden etwas hoch und häkle
eine Büschelmasche, dazu hole ich einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, ein Umschlag, hole den Faden ein zweites Mal durch und den Faden etwas länger ziehen. Masche alle gemeinsam ab und dieses erste Grüppchen hier oder diese Büschelmasche schließe ich mit einer extra Masche. Und dann folgt noch eine Luftmasche als Abstand. Jetzt folgen lauter solche Dreierbüschelchen und zwar in jede Lücke 2 Stück. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, ein Umschlag, den Faden dreimal durch, maschen alle ab bis auf 2 und die maschen wir gemeinsam ab. Eine Luftmasche als Abstand. Wir springen in die nächste Lücke, häkeln wieder eine Büschelmasche, eine Luftmasche als Abstand, eine zweite Büschelmasche in dieselbe Lücke, eine Luftmasche als Abstand und auf diese Weise erhalten wir 24 Büschelmaschen und immer zwischen jeder Büschelmasche eine Luftmasche Abstand. Und wenn ihr 24 erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 24 Büschelmaschen gehäkelt, dazwischen immer eine Luftmasche, auch am Ende noch eine Luftmasche und dann schließe ich in den Kopf der ersten Büschelmasche zur Runde und häkle eine weitere Kettmasche in die Lücke hinein. Und jetzt starte ich wieder mit 3 Luftmaschen und häkle in diese erste Lücke 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, also immer 2 Fäden abmaschen, also immer ein Umschlag, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen. Jetzt haben wir hier ein Vierergrüppchen, alle gemeinsam abmaschen und 2 Luftmaschen als Abstand. Und in jede Lücke kommen jetzt 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, alle gemeinsam abmaschen, 2 Luftmaschen. Ein Vierergrüppchen aus 4 zusammen abgemaschten Stäbchen in jede Lücke, dazwischen 2 Luftmaschen und wir halten wieder 24 Grüppchen und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und habe genau 24 solche Vierergrüppchen und ich am Ende noch 2 Luftmaschen und ich schließe wieder in den Kopf in diese größere Masche zur Runde und häkle eine Kettmasche in die Lücke hinein, häkle jetzt 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die erste Lücke, so dass wir 3 Stäbchen in der Lücke haben und häkle in jede Lücke 3 Stäbchen. Keine Luftmaschen dazwischen, einfach von Lücke zu Lücke springen und 3 Stäbchen häkeln und es müssen sich genau
72 Stäbchen ergeben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe genau 72 Stäbchen erhalten. Schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Beginne wieder mit 3 Luftmaschen und häkle auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf, sodass wir wieder 72 Stäbchen erhalten. Also einfach auf jedes Stäbchen wieder ein Stäbchen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, habe wieder 72 Stäbchen und auch diese Zahl muss genau stimmen, damit sich die nächste Reihe ausgeht. Ich schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde und jetzt bringen wir das Runde ins Eckige und dazu beginne ich mit 4 Luftmaschen als Ersatz für ein Doppelstäbchen und häkle weitere 3 Doppelstäbchen in diese Masche über dem Ersatzstäbchen. In diese Lücke kommen 3 Doppelstäbchen, das sind Stäbchen mit 2 Umschlägen, sodass wir jetzt 4 Doppelstäbchen in einer Masche haben. 1, 2, 3, 4. Und jetzt, die nächste Masche ist immer ein bisschen kleiner, da müsst ihr aufpassen, dass ihr die nicht auslasst. Jetzt folgen 3 normale Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3. Jetzt folgen 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3. Jetzt folgen 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt folgen 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und die nächste Masche, die jetzt kommt, wird eine Ecke. Und da häkeln wir in eine Masche 7 Doppelstäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sieht jetzt so aus, wir sind schon um die Ecke gekommen und alle 4 Seiten sind jetzt gleich. Wir häkeln jetzt in die nächsten 3 Maschen 3 Stäbchen, 2, 3, 3 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 5 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 3 halbe Stäbchen, 1, 2,
3 Stäbchen, 1, 2, 3 und jetzt in die nächste Masche kommt wieder eine Ecke, 7 Doppelstäbchen in die nächste Masche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sieht jetzt so aus und wir sind wieder um die Ecke gekommen und häkeln wieder 3 Stäbchen, 1, 2, 3 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 5 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 3 halbe Stäbchen, 1, 2, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 7 Doppelstäbchen in die nächste Masche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 Stäbchen, 1, 2, 3 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 5 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 3 halbe Stäbchen, 1, 2, 3 und 3 Stäbchen, 1, 2, 3 und um diese Ecke vollständig zu machen, hier haben wir am Anfang 4 Doppelstäbchen gemacht, fehlen uns noch 3 Doppelstäbchen in diese kleine Masche. Eins, 2, 3 und wir schließen in die 4. Luftmasche des Ersatz-Doppelstäbchens aus der Vorrunde. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt mache ich noch eine Reihe feste Maschen. Als Abschluss häkle eine Luftmasche gleich in die erste Masche über dem Ersatz-Doppelstäbchen, die erste feste Masche und dann in jede Masche, die kommt, eine feste Masche. Und hier mache ich an den Ecken nichts Besonderes. Ich häkle einfach rundherum in jede Masche eine feste Masche. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen
und schließe in den Kopf der ersten festen Masche, häkle noch eine Luftmasche, lasse ein ordentliches Stück Faden dran, mit dem könnt ihr die Tasche dann annähen. Ziehe den Faden durch und ziehe ihn fest. Und jetzt brauchen wir so eine Tasche noch ein zweites Mal, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe die zweite Tasche inzwischen angefertigt und habe sie mit Sicherheitsnadeln auf die Jacke aufgebracht, sodass ihr anprobieren könnt, ob euch die Position so passt. Ich habe es folgendermaßen gemacht, aber das ist nur ein Vorschlag. Ich habe sie vom unteren Rand circa 6 cm herauf angebracht und von der Leiste weg ungefähr 4 cm. Also auch hier 4 cm und hier ungefähr 6 cm. Und ich habe sie so aufgebracht, dass der Faden, den ich dran gelassen habe, oben ist auf beiden Teilen. Und dann würde ich die Jacke öffnen. Damit wir auf keinen Fall durch beide Teile durchstechen können. Und würde sie mit Rückstichen befestigen. Also zunächst einmal fixieren an den Ecken. Und dann würde ich Rückstiche machen, schön an den Randmaschen entlang. Nicht zu fest ziehen, dass die Naht schön flach bleibt und sich nicht zusammenzieht, aber auch nicht zu locker nähen. Und das mache ich bis hier herum und mit der anderen Tasche ebenfalls. Und dann ist unsere wunderschöne Freizeitjacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Freude und Spaß beim Nachmachen dieser tollen Jacke, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.